dir für diesen neuen Morgen. We thank you again for the gift of life. Wir danken dir ein weiteres Mal für das Geschenk des Lebens. We thank you for the privilege of being here, Lord. Wir danken dir für das Vorrecht, hier sein zu dürfen. Thank you that we can come and open your word. Danke, dass wir jetzt kommen können und dein Wort öffnen dürfen. Thank you for the promise of the Holy Spirit to reveal us the things in your word. Danke für die Verheißung des Heiligen Geistes, dass er uns die Dinge aus deinem Wort offenbart. Please forgive us our sins. Bitte vergib uns unsere Sünden Pour out the Holy Spirit now. und bitte gieße den Heiligen Geist jetzt aus. Open our understanding that we may grasp the deep things of your word. Und öffne unser Verständnis, dass wir die tiefen Dinge deines Wortes ergreifen können. Please change us in your image. Bitte verwandle uns in dein Ebenbild. We ask and pray and give you thanks in Wir Jesus' name. bitten und beten und geben dir Dank in Jesu Namen. Amen. Okay, let's begin by going to Revelation chapter 1. Lass uns in Offenbarung Kapitel 1 beginnen. Verses 12 and 13. Offenbarung Kapitel 1, Verse 12 bis 13. Scott, you want to read that for us, please? And I turned to see the voice that spake with me, and being turned I saw 7 golden candlesticks. And in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and a girt about the paps with a golden girdle. Okay, excuse me, I just realized I haven't put this. Okay, just 1 second, just got it. Okay, so what do we see here in this, in these verses? What does it say? Also, was sehen wir hier in diesen Versen? Was sagt es? You see 7 golden candlesticks, one like the Son of Man, amongst the candlesticks. Okay, so the 7 golden candlesticks, what are they a representation of? Also die 7 goldenen Leuchter, wofür stehen sie repräsentativ? 7 churches. The what, sorry? 7 churches. No, they represent the church, right? These are the 7 churches, Sie stellen die 7 Gemeinden dar. right? So the golden candlestick is a representation of the church, and who's in the midst of his church? Und der goldene Leuchter ist eine Darstellung also der Gemeinde. Und wer ist inmitten seiner Gemeinde? Christ, Christus. right? Okay, so I forgot to put this quote in, so but if you go on a live stream, the last quote that I posted is from Acts of the Apostles 5:86. Und ich habe vergessen, das Zitat hier irgendwie hinzufügen in die Notizen. Aber jetzt lesen wir das Zitat, was im Livestream gepostet ist. It says, Christ is spoken of as walking in the midst of the golden candlesticks. Thus is symbolized his relation to the churches. He is in constant communication with his people. He knows their true state. He observes their order, their piety, their devotion. Although he is high priest and mediator in the sanctuary above, yet he is represented as walking up and down in the midst of his churches on the earth. So what is he doing in the church? Also was tut er in der Gemeinde? He's walking up and down. Er geht auf und ab. Who else is walking up and down? Wer geht auch noch auf und ab? Satan, right? Satan. So you got this true work, Christ is walking up and down, and Satan is also walking up and down, right? Also wir haben also dieses wahre Werk, Christus, der auf und ab geht, aber Satan tut das ebenso. So the question is, when is Satan walking up and down? Die Frage ist jetzt, wann geht Satan auf und ab? Sorry? No, not always. That's not a true answer, right? 2 times according to John. Okay, yeah, in some sense, but what is the walking up and down by Satan a Also representation? jetzt in Hiob zum Beispiel 2-mal, aber was ist dieses Auf- und Abwandeln von Satan eine Darstellung von? What was it an illustration of? The one, sorry? Troubles that he brings are 4 Yeah, the 4, what's the 4 winds? Das sind die 4 Winde. Und was sind die 4 Winde? The word of Satan.
Yeah, yes, the work of Satan. What are the four winds? Das ist das Werk Satans, ja, aber was sind die 4 Winde? Wars and strife, lamentations. The 7 last plagues. Die 7 letzten Plagen. And the 7 last plagues is the 1260, Und right? die 7 letzten Plagen sind die 1260. So, we know that the Sunday law crisis, right, is represented by a 1260, Wir right? wissen, dass die Sonntagsgesetzkrise dargestellt ist durch eine 1260, stimmt's? And so, on our illustration here, we have 2 Sunday laws, right? Unserer Darstellung hier haben wir 2 Sonntagsgesetze. It's not really 2 Sunday laws, it's just 1 Sunday law, Und right? das sind nicht in Wirklichkeit 2 Sonntagsgesetze, sondern es ist ein Sonntagsgesetz. And what's in between them? Aber was ist zwischen den beiden Phasen des Sonntagsgesetzes? A little time of peace, Eine right? kleine Zeit des Friedens. Okay, so this is the illustration that we're coming more and more to understand, right? Und diese Darstellung, die verstehen wir ja immer und immer besser. But this is under attack, this understanding. Aber dieses Verständnis ist jetzt unter Angriff, steht unter Angriff. Apparently we're in error, there's no such thing as 2 Sunday laws, right? Angeblich sind wir im Irrtum und es gibt sowas nicht wie 2 Sonntagsgesetze. But we know from the DNA of Moses, how can we prove this? Aber jetzt von der DNA, die wir aus der Geschichte von Mose entnehmen können, wie können wir beweisen, dass es diese 2 Phasen Okay, des Sonntagsgesetzes gibt? Prove that, Sandra. Because of the Sunday law, twice. Because of the what, sorry? The Sunday law. No. Okay. And that I'm marking 2 Sunday laws on here, right? And I'm saying, how can we prove there's 2 Sunday laws? And you're saying by 2 Sunday laws. Also ich habe die 2 Sonntagsgesetze jetzt hier markiert und frage jetzt, wie kann man beweisen, dass es diese beiden Sonntagsgesetze gibt, And I'm- basierend auf and I- der Linie von Mose. And I'm giving you a clue. I said it's in the DNA of Moses. Ich habe dir einen Hinweis gegeben, das findet man in der DNA des Mose, also in der Linie des Mose. No, Sandra can answer it. We only did it the other day. What was in Moses' line that proved 2 Sunday laws? Was konnte man in Mose-Linie sehen, was diese 2 Sonntagsgesetze bewiesen hat? two that decrease. Beside in No. Okay, Daniel. 2 pharaohs, right? 2 Pharaonen. And these 2 pharaohs, when they rise up, right, they both are marking this Sunday law crisis. Also Right? diese beiden Pharaonen, die aufkamen, markierten also beides mal diese Sonntagsgesetzkrise. There's a new pharaoh followed by a new pharaoh, right? Also am Anfang zur Zeit des Endes gab es diesen neuen Pharao und dann auch hier diesen neuen Pharao, wo Mose dann vor dem Pharao stand. This one makes a death decree at the birth of Moses, right? Dieser hier macht dieses Todesdekret bei der Geburt zu Mose. And this one here is the Assyrian that also knew not Jehova. knew not Jehovah, right? Und dieser hier sagt auch, ja, ich kenne den Jehova nicht. Okay, and this one's at the time of the end, which is the Sunday law, and she marks this at the Sunday law, right? Und das hier markiert die Zeit des Endes, was das Sonntagsgesetz ist. Aber diese Geschichte, sagt Ellen White, war auch das Sonntagsgesetz. Okay, so Christ is in the midst of the church, and he's walking up and down in it, right? Also Christus ist in der Mitte der Gemeinde und er wandelt dort auf und ab. So where would Christ be walking up and down in his church in this illustration? Also wo würde Jesus jetzt auf und ab in seiner Gemeinde wandeln in dieser Darstellung? Right, because Satan is always counterfeiting what Christ is doing, right? Der Sonntagsgesetzkrise, denn Satan fälscht ja immer das, was Christus tut. Now, I'm not denying that Christ is constantly walking up and down his church, but this, I think, is teaching something very Also ich specific. möchte natürlich nicht irgendwie verleugnen, dass Christus beständig auf und ab in seiner Gemeinde geht, aber das möchte uns jetzt hier etwas Bestimmtes, Prophetisches lehren. So he's walking up. Er wandelt dort auf und ab. Und hier ebenso. Okay.
let's now go to Exodus chapter 25 and verse 8. Gehen wir jetzt zu 2. Mose 25, Vers 8. David, will you read that for us, please? Mose 25, Vers 8. And let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Okay, so Christ has made me a sanctuary that he may do what? Also Christus sagt, macht mir ein Heiligtum, damit ich was tun kann. Dwell among them, right? Dass er unter ihnen wohnen kann. Okay, now just think about that and go to 2 Corinthians chapter 6. Und denkt darüber nach und gehen wir jetzt zu 2. Korinther Kapitel 6. 2. Korinther 6. And verses 14 to 16. Korinther 6, Verse 14 bis 16. Okay, Philip, when you're there, can you please read that for us? 2 Corinthians 6. Yes, 14 to 16. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Right, so what's Paul doing right here? Also was tut Paulus hier? Show us the spiritual application of the temple. Yes, but you're missing the point. Soll ich die geistliche Anwendung des Tempels? Ja, aber das ist nicht der Hauptpunkt, den ich hier zeigen möchte. Okay, what did we say the 7 candlesticks were? Was haben wir gesagt? Was sind die 7 Leuchter? Churches. Okay, is there churches or church? Also sind Gemeinden, aber gibt es Gemeinden oder eine Gemeinde? Is it one church? So the 7 churches is a symbol of his church, right? Die 7 Gemeinden ist ja einfach ein Symbol für seine gesamte It says Gemeinschaft. quite clearly, firstly, it's a historical representation of his church going down through the ages, right? But it's also representing the different aspects or characteristics that's contained within the church. Also die 7 Gemeinden stellen ja einmal diese 7 Zeitphasen dar von der Gemeinde Gottes in der Geschichte, aber sie stellen auch die verschiedenen Aspekte der Gemeinde als solches dar. So Christ is walking up and down in his church, right? Also Christus wandelt auf und ab in seiner Gemeinde. And what did he say that he would do in the sanctuary? Und was hat er gesagt? Was würde er im Heiligtum tun? We just read it. Wir haben das ja eben gerade gelesen in 2. Mose. Dwell in them, right? Er würde unter ihnen wohnen. So he says he's going to walk up and down in his church, but he's going to dwell in the sanctuary, Also er right? hat gesagt, er wandelt auf und ab in der Gemeinde, aber er wohnt in seinem Heiligtum. So what is Paul doing? Deswegen, was macht Paulus Right jetzt there. hier? Paul is like Christ, he takes the Old Testament and he reveals something new, right? Paulus geht so wie Christus vor. Er nimmt etwas aus dem Alten Testament und offenbart damit etwas Neues. What is he doing? Was tut er jetzt hier? It's right there, this. Das ist genau hier. Okay, go to verse 16. Okay, gehen wir dazu zu Vers 16. And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them. Where did he say that? Wo hat er gesagt, ich werde in dir wohnen? Exodus. And walk in them. Where did he say that? Und in ihnen wandeln. Wo hat er das gesagt? So what is Paul doing? Also was tut Paulus hier? He's tying together the 7 candlesticks with the sanctuary of Christ, Also right? er verbindet jetzt hier die 7 Leuchter mit dem Heiligtum von Christus. What did Christ say that the candlestick represents? Was sagt Christus? Was stellt der Leuchter dar? No. I'm not. I'm saying Christ when he's on earth and speaking to the people. What does he say about the candlestick? Ihr, the light of the world.
Yes, ye are the light of the world, right? Jesus hat ja gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Right? Richtig? Okay, so let's go to 1 Peter 4:17. Gehen wir zu 1. Petrus 4, Vers 17. So we can see that there's a correlation between the 7 golden candlesticks that Christ is walking up and down in, and the temple which Christ says, I will dwell in, right? Man kann klar den Zusammenhang sehen zwischen den 7 Leuchtern, wo Christus auf und ab geht zwischen ihnen, und dem Tempel, wo er sagt, ich werde in ihm wohnen. So when Christ dwelt in the temple, how did we see that? Als Christus im Tempel gewohnt hat, wie konnte man das erkennen? Wie konnte man das sehen? The Shekinah glory, Das war right? die Shekinah der Herrlichkeit. It's the light that shines, right? Es ist dieses Licht, was dort schien. So what's the correlation between the candlestick and the temple? Also was ist der Zusammenhang zwischen dem Leuchter und dem Heiligtum? The glory, right? The light that shines, Die right? Herrlichkeit, die Shekinah der Herrlichkeit, die scheint. So 1 Peter 4:17, Theodore, you want to read that? 1. Petrus 4, Vers 17. For the time has come, the judgment must begin at the house of God, and if it first begin at us, what shall be the end of them that obey not the gospel of God? Okay, so did I? Okay, yes. So judgment begins with God's house, right? Also das Gericht beginnt mit dem Hause Gottes. Okay, and so once that judgment is finished, it's then going to go to another group of people, right? Und sobald dieses Gericht abgeschlossen ist, geht es dann auf eine andere Gruppe über. Okay, maybe. Okay, let's just clarify this point. Go to Romans 1:16. Lehren wir den Punkt noch weiter, gehen wir zu Römer 1, Vers 16. Römer 1, 16. Daniel, please read that for us. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every man, to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. So if judgment begins at the house of God, who does it begin with? Also wenn das Gericht beim Hause Gottes anfängt, wo fängt es also an? Oder womit? Okay, to the Jew first, right? And then to the Greek, which is the Also Gentiles. hier Right? sagt es zu den Juden zuerst und dann zu den Griechen, was die Heiden sind. Okay, so it says judgment begins at the what? The house of God. Also sagt ihr, Gericht beginnt beim Hause Gottes. So what is the house of God? Und was ist das Haus Gottes? According to what we've just been looking at. Gemäß dem, was wir uns angeschaut haben. It's the place where God is dwelling in, right? Es ist der Platz, wo Gott wohnt. Right? It's the candlestick that he's walking up and down in, Es right? ist der Leuchter, wo der Herr auf und ab drin wandelt oder zwischen denen er wandelt. Right? Richtig? Okay. Go to Zechariah chapter 4. Gehen wir jetzt zu Sacharja Kapitel 4. And Sandra, if you read verses 1 to 3, please. Lesen wir aus Sacharja 4, Verse 1 bis 3. And the angel talked with me, came again and waked me as a man that is wakened out of his sleep, and said unto me, What seest thou? And I said, I have looked, and behold, a candlestick all of gold, with a bowl upon the top of it, and 7 lamps thereon, and 7 pipes to the 7 lamps, which are upon the top thereof, and 2 olive trees by it, one upon the right side of the bowl, and the other upon the left side thereof. Okay, so what do we see an illustration of here? Also was für eine Darstellung sehen wir jetzt hier? Candlestick with a bolt on top of it. You know, now that's what it says here. I'm asking, what is it an illustration of? Right? This is
Okay, giving so a message to the so- church. okay, the two witnesses are either side of this Also candlestick. wir right? sehen diese zwei Zeugen, die auf den beiden Seiten des Leuchters sind. And what are they doing? Und was tun sie? Pouring oil in it. They're pouring oil into the candlestick, right? Sie gießen das Öl in diesen Leuchter rein. Okay, now we read, who are the two witnesses? Und wir haben gelesen, wer sind die zwei Zeugen? Moses and Elijah. Okay, that's a symbol, but who are they physically in reality? Also Mose und Elia. Und wer sind sie physisch in Realität? Moses and Elijah give the message to the messengers, and they give the message to the church. It depends. But it's not on only which Moses and illustration. Elijah, they're Yeah, a but symbol, The, right? the redeemed. Right. Mose und Elia und die Erlösten, ja, sie kommen und gießen das Öl in den Botschafter und der gibt es dann weiter an die Gemeinde. Right. It's Gabriel, right? Das ist Gabriel. And Gabriel, represented by these redeemed angels, come down and they are pouring oil into the church, right? Redeemed man. Yeah, the what's that? Redeemed man, you said. Redeemed angels. Doesn't Well, they're angels now. It says Christ says, when you're in heaven, you'll be as the angels. So they're Also angels. Right? Gabriel, der diese erlösten Menschen darstellt, die jetzt so wie Engel geworden sind, die kommen und gießen dann dieses Öl in den Botschafter Okay. und in diesen Leuchter. So Sister White has that nice quote where she says, the messenger, the angel comes and pours oil into the messenger that he may give to other people. Right? Also Ellen White hat dieses schöne Zitat, wo sie sagt, dass die himmlischen Botschafter kommen und ihr Öl dann in den irdischen Botschafter gießen, sodass er das dann weitergeben kann. Okay, so when you look at this illustration, then what do we understand is it represented when Zechariah, what's he seeing? Also wenn wir uns das jetzt hier anschauen in diesem ganzen Kontext, was sieht Zechariah hier? What's taking place? What is he seeing taking place right before his eyes? Was findet hier statt? Was findet vor seinen Augen hier statt? He sees how the revelations unfold. Maybe that's got some correlation, but what I'm saying, he sees angels pouring oil into God's church, right? Also sieht hier, wie Engel Öl in Gottes Gemeinde gießen. Right? And, Richtig. and when the oil pours in, what takes place? Und wenn das Öl dort einfließt, was findet dann statt? The light shines brighter and brighter, right? Dann leuchtet das Licht immer und immer heller. No oil, the lamp goes out, right? Ohne Öl geht das Licht aus. Okay, so who has the lamp? Wer hat diese Lampe? The one who is Christ living. Okay, in the parable of the 10 verses, the virgins have the lamp, right? Also im Gleichnis der 10 Jungfrauen haben die Jungfrauen diese Laterne oder diese Lampe. Right, and when is that lamp to shine its brightest? Und wann soll diese Lampe am hellsten strahlen? At midnight. When Zu Zechariah Mitternacht. wakes up, right? Nämlich da, wo Zachariah hier aufwacht. So Richtig? what is he seeing? Also was sieht er? Virgins trimming their lamps. The virgins trimming their lamps, right? Die Jungfrauen, wie sie ihre Lampen breit machen. He's seeing the virgins trimming their lamps, and all of a sudden this great light comes forward, right? Er sieht also, wie die Jungfrauen ihre Lampen bereit machen und auf einmal kommt dieses herrliche Licht hervor. Right? Richtig? Now we know that right here the four winds get helped, right? Und wir wissen, dass hier die 4 Winde zurückgehalten werden. And why are they held? Und warum sind sie dort gehalten? It's not been sealed yet. Und weil noch keiner versiegelt ist. But Ja. okay, but for what purpose are they held? What is must go forward? Und was muss hier vorwärts gehen? Finding the third angel. The third angel's message, Die right? 3. Engelsbotschaft, sagt er. It says that they're held in check, not to prevent the work of the third angel, Sie right? sagt, diese Mächte werden zurückgehalten, damit sie nicht das Werk des 3. Engels behindern. And when you read the quote, when she says, hold, 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 it says, I saw an exceeding bright light, right? Und in dem Zitat, wo dann Jesus sagt, haltet, 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 da gab es dann auch dieses überaus helle Licht, was dann sichtbar wurde. Okay, and that exceeding bright light is the angel of Revelation 18, Und dieses überaus helle Licht ist dann der Engel aus Offenbarung 18 hier. right? Richtig?
It's at the beginning and the end. Also am Anfang und am Ende. These two temple cleansings, right? Das sind diese zwei Tempelreinigungen. And the temple cleansing is a combination of the human and the divine, Und right? diese Tempelreinigung ist eine Verbindung zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen. Okay? But Zechariah is right here, right? Aber Sacharja steht jetzt genau hier, jeweils am Mitternachtsruf. And he sees this great. Let me just. Glory, right? Also er sieht diese große Herrlichkeit hier. Because we know that the midnight cry is also marked by an exceeding bright light, Denn wir right? wissen, dass auch der Mitternachtsruf durch dieses überaus helle Licht dargestellt wird. So when Zechariah wakes up, he sees this work that heavenly angels are doing with God's church, pouring in their oil so that when they're trimming the lamps, they shine brightly, right? Also wenn Sacharja hier aufwacht, dann sieht er, wie die himmlischen Engel dieses Öl in Gottes Gemeinde gießen, damit, wenn sie aufwachen, ihre Lampen hell brennen können. Okay, now go back to the live stream. There's some quotes in there above that one we looked at. Gehen wir zurück zum Livestream, da sind noch ein paar Zitate postet. If you go to the first one in that, from manuscript 71. Und zwar das allererste, was Marc heute gepostet hat, von MS 71. So, judgment begins at the house of God, right? So it says to the Jew first, and also unto the Gentile. Also, wir haben ja gelesen, das Gericht beginnt beim Hause Gottes, zu dem Juden zuerst und dann auch zu den Heiden. So what I want to suggest is that these two Sunday laws are representing two houses, the Jews and the Gentiles, right? Also was ich vorschlagen möchte, ist, dass diese beiden Sonntagsgesetze zwei Häuser darstellen. Einmal für die Juden und einmal für die Heiden. Right? Richtig? Okay. So let's read this quote. It says, Lass uns das Zitat jetzt lesen. "Behold, your house is left unto you desolate. The chosen nation of God must receive its eternal retribution for its refusal of Christ. Here the Jewish nation, as a nation, was divorced from God. The natural branches of the olive tree were cut off. In the rejection of Christ by the Jewish nation is a representation of all who refuse the only help and hope of the fallen race. Christ himself was the Lord of the temple. When he should leave it, its glory would depart. That glory, once visible in the Holy of Holies over the mercy seat, where the high priest entered only once a year on the great day of atonement, with the blood of the slain victim, typical of the blood of the Son of God shed for the sins of the world, and sprinkled it upon the altar. This was the Shekinah, the visible pavilion of Jehovah." This is what we are seeing here, right? Also das, was wir hier sehen können. Because Isaiah is right here when he sees that Shekinah glory, right? In Jesaja steht er jeweils dann hier am Mitternachtsruf, wo er diese Herrlichkeit, die Shekinah der Herrlichkeit sieht. And it's telling us that it says Christ was the Lord of the temple. Und right? sagt uns hier, dass Christus der Herr des Tempels war. And Christ is walking up and down and dwelling in his church, right? Und Christus geht ja auf und ab in seiner Gemeinde. And when he leaves it, he says, "Your house is left unto you desolate." Und Right? wenn er dann das Haus verlässt, dann sagt er, euer Haus wird euch oder ist euch wüst hinterlassen worden. Right? Richtig? So we can take from this illustration that when this angel of Revelation 18 comes, Christ is in his house, right? Deswegen können wir diese Darstellung nehmen, dass wenn der Engel aus Offenbarung 18 kommt, dann ist Christus in seinem Haus. This is when he comes to this temple Das ist, wo er zu seinem Tempel kommt. and begins the work of cleansing the human heart until he says, "It is done," right? Und er fängt dann das Werk an, das menschliche Herz zu reinigen, bis zu dem Punkt, wo er sagt, es ist vollbracht oder es Right? ist geschehen. But
we know that this exceeding bright light here is just a bigger fractal that's dealing with this right here, right? Und wir wissen, dass dieses überaus helle Licht hier einfach nur diese Darstellung des größten Fraktals ist, wohingegen hier das dann dieses kleinere Fraktal ist, wo das wieder auftritt. Because the midnight cry is going to be a greater light than what comes here, Denn right? der Mitternachtsruf wird ja ein größeres Licht sein, als das Licht, was hier am Anfang kam. Right? You got this little test here where he's saying, when you come to the 9:30, he says it is done, right? Und dann haben wir noch im Fraktal diesen kleinen Test dort bis zur 9. Stunde, wo er dann sagt, es ist geschehen. So between here and here, it's marking where the glory is in the house, right? Also von hier bis hier oder jeweils dann auch von hier bis hier markiert diese Zeit, wo die Herrlichkeit noch im Haus ist. And it's telling us, next paragraph, Und es sagt uns jetzt hier im nächsten Absatz, it was this glory that was revealed to Isaiah when he says, in the year the king Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Above it stood the seraphims, each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet. With twain he did fly. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Right? So, the Shekinah glory on the Day of Atonement is right here. Right? also die Shekinah der Herrlichkeit am Versöhnungstag ist dann genau hier. So, what is Isaiah seeing the same as what Zechariah is seeing? Und was ist dasselbe, was Jesaja sieht, was auch Jesaja, ne, habe ich gesagt? What are they both seeing? Was sieht sowohl Jesaja als auch Sacharja? Angel pouring oil on the church. The light. Yeah, Christ in his temple. So what is another expression for that? Sie sehen beide Christus in ihrem Tempel und was ist das, wie könnte man das noch anders ausdrücken? Right, Christ, he sees Christ in his people, the hope of glory. Er sieht Right? Christus in seinem Volk, die Hoffnung der Herrlichkeit. Right? Richtig? It's the manifestation of the Son of God in his people. Das Right? ist die Manifestation des Sohnes Gottes in seinem Volk. So the oil that's been poured into the lamps that's shining bright is Christ filling them. Right? Deswegen das Öl, was jetzt in diese Lampe gegossen wird, ist Christus, der sie jetzt erfüllt. Okay. Go to the next quote. Gehen wir zum nächsten Zitat. Just before we read that, if we go to John chapter 12 Und noch bevor wir das lesen, gehen wir zu Johannes Kapitel 12. and verse 32. Johannes 12, Vers 32. Marius, you want to read that for us, please? Okay, so just before you read that, when Isaiah saw the Lord, what did he see? What did he see him on? Also als Jesaja den Herrn gesehen hat, worauf hat er ihn sitzen sehen? Throne, and it was Auf dem Thron. high and lifted up, Und right? dieser Thron war hoch und erhaben. Read the verse, man. Lesen wir jetzt Vers 32 in Johannes 12. And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Okay, so what must you do in order to draw all men unto you? Also was musst du tun, damit alle Menschen zu dir gezogen werden? Exalt Christ. I have Christ in you now. Go to the cross. You must go to the cross, Du musst right? zum Kreuz gehen. So, in order to receive this exceeding bright light here, it's a decision to go to the cross, right? Deswegen, damit du dieses überaus helle Licht hier erhalten kannst, musst du eine Entscheidung treffen, ans Kreuz zu gehen. Because you come face to face with death, there's no help at this point. You must make a decision, right? Deswegen, du wirst hier mit dem Tod ins Angesicht kommen und da wird es keine Hilfe, keine menschliche Hilfe für dich geben. Du musst eine Entscheidung treffen. Okay, and it's when you make that decision by faith, that's when the glory comes, Und es right? ist, wenn du diese Entscheidung durch den Glauben triffst, dann wird dieses... Then the glory will come. You will be Okay. filled with that. Also dann wirst du erfüllt mit der Herrlichkeit. Okay, because Christ, when he's in the Garden of Gethsemane, right, when did the angel come and strengthen him? Deswegen, wann kam Christus, oder wann kam der Engel zu Christus im Garten Gethsemane, After he said that. um ihn zu stärken? After he said that thy will be done, right? So, Wasn't it this at the end? no, I'll come to that, right? So, Also, das war dann am Ende seines Testes, aber es war nachdem er gesagt hat, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. okay, so
what's at the beginning is at the end. And I'm just making this point that at the beginning you have to make a decision, right? Was am Anfang ist, das ist auch am Ende. Ich möchte nur den Punkt machen, am Anfang musst du eine Entscheidung treffen. Okay? You're making a decision right there to go to the cross, and Christ now gives you glory so that you can go through that, what you've made a decision to do. Right? Also du musst diese Entscheidung treffen, jetzt ans Kreuz zu gehen, und Christus gibt dir dann die Herrlichkeit, sodass du hindurchgehen kannst und diese Entscheidung dann auch ausführen kannst. And that's what the principle is there. Christ made a decision to go to the cross. The angel comes and strengthens it, right? Und das ist das Prinzip, dass Christus hat die Entscheidung getroffen, ans Kreuz zu gehen, und dann kam der Engel und hat ihn gestärkt. Okay, but we also know that the Garden of Gethsemane experience is also a parallel to the cross, right? Wir wissen, dass die Erfahrung im Garten Gethsemane eine Parallele ist zu der Kreuzeserfahrung. So at the end of the experience, when your struggle is finished, the angel also comes and fills you with his Deswegen glory, am Ende deiner Erfahrung, wenn du den Kampf durchstanden hast, dann wird auch der Engel kommen und dich stärken. Okay, so let's read this quote now. It says, Lass uns jetzt das Zitat hier lesen aus 10. from the destruction of the first temple, which the Lord could not bless, because the people had corrupted their ways, till the second was built, there was a space of 70 years, right? So, Wir haben den ersten Satz gelesen. go to Isaiah chapter 23. Gehen wir jetzt zu Jesaja 23. And Lawrence, if you read verses 14 to 17, please. 17? 14 to 17. Okay, wir lesen die Verse aus Jesaja 23, 14 bis 17. Howl, ye ships of Tarshish, for your strength is laid waste. And it shall come to pass in that day that Tyre shall be forgotten 70 years, according to the days of one king. After the end of 70 years shall Tyre sing as an harlot. Take an harp, go about the city, thou harlot, thou hast been forgotten. Make sweet melodies, sing many songs, that thou mayst be remembered. And it shall come to pass after the end of 70 years that the Lord will visit Tyre, and she shall return to her hire, and shall commit fornication with all the kingdoms of the world upon the face of the earth. Right. So, prophetically speaking, what is those 70 years a parallel to? Also prophetisch gesprochen, womit stehen diese 70 Jahre hier parallel? The 70 years were The forgotten. 70 years is not a parallel to the 1260. Right? Diese 70 Jahre sind keine Parallele zu 1260. It's the days of one king prior to this. Oh, it's a time period, it's the deadly wound, right? Das ist die Zeit, wo die Todeswunde vorherrschend ist. From the time 1798 comes until the Sunday law, Das right? ist die Zeit von 1798 bis zum Sonntagsgesetz. So we know that this type and antitype is talking about these two Sunday laws, right? Wir wissen, dass Typus und Antitypus dann über diese zwei Phasen des Sonntagsgesetzes spricht. And in between the two Sunday laws, there's how many years prophetically? Und zwischen den zwei Sonntagsgesetzen sind wie viele Jahre prophetisch gesehen? That is 70 years, right? 70 Jahre. Right, so right here is the deadly wound. Also genau hier haben wir die Todeswunde. She gets forgotten. Sie gerät dort in Vergessenheit. And right here, she sings like a harlot with all the kingdoms of the earth, right? Aber genau hier wird sie wieder mit den ganzen Königen der Erde wie eine Hure singen. So go back to the quote. Gehen wir jetzt zurück zu dem Zitat. So from the destruction of the first temple, which the Lord could not bless, because the people had corrupted their ways, till the second was built, there was a space of 70 years. So nochmal den ersten Satz haben wir gelesen. So if all these prophets are speaking about the end of the world, what's these two temples that it's speaking about? Also wenn alle Propheten über das Ende der Welt sprechen, was sind diese zwei Tempel, über die hier gesprochen wird? Yes, the first temple and the second temple, right? Der erste Tempel und dann der zweite Tempel.
right? And we see Richtig. the correlation between for the time the temple gets destroyed till it's rebuilt, there's 70 years, right? Also können wir den Zusammenhang sehen, wo, von der Zeit, wo der erste Tempel zerstört wird, bis wo der zweite Tempel wieder aufgebaut worden ist, war es 70 Jahre, sagt sie. Okay, all symbols, right? Alles symbolisch. It says, though some murmured over the inferiority of the second temple, the Lord declared it to be superior because it was to be connected in a special sense with the Messiah. I will shake all nations, and the desire of nations shall come, and I will fill this house with glory. Okay, so question, right? Frage an euch. Where does the Lord on our line shake the heavens and the earth? Wo auf unserer Linie erschüttert der Herr den Himmel und die Erde? You just guess it. On our line, in the Second kind of trouble. Also, wo auf unserer Linie erschüttert der so Herr I Himmel und ask Erde? where on our line? Wo auf unserer Linie? At the midnight cry, Es fängt right? am Mitternachtsruf an. Where this exceeding bright light, where they're seeing this oil poured in, right? Wo dieses überaus helle Licht kommt und sie dann sehen, wie dieses Öl eingegossen wird. So we know that this right here is this 4 and this 6, these 2 times of trouble, right? Also das wissen wir, ist ja einmal die 4 und die 6 und das stellt diese 2 Zeiten der Trübsal dar. Shaking of the earth, right? Shaking of the heavens and the earth, right? Also Erschütterung der Erde und Erschütterung des Himmels und der Erde und das ebenso auch hier. Right? Richtig? Okay. So, but right here we have a little time of peace, Aber right? genau hier haben wir eine kleine Zeit des Friedens. Okay, so if you were to take the smaller fractal and place it on the bigger fractal, Also right? wenn wir jetzt das kleinere Fraktal hier nehmen und auf das Ganze, auf das große Fraktal übertragen, We know that in some sense this is the shaking of the earth and this would be the shaking of the heavens. and the wäre earth, das right? auf dem großen Fraktal das hier die Erschütterung der Erde und das dann die Erschütterung des Himmels und der Erde. Yes, right? Oder diese? The First and Second World War. Ja, also der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg. Is this time of trouble here going to be worse than this time of trouble? Yes. Wird diese Zeit der Trübsal schlimmer werden als diese Zeit der Trübsal? Ja, ganz klar. It's shown us these things constantly with these repeating patterns, right? Es zeigt uns immer wieder dasselbe in diesen sich wiederholenden Mustern. So, if just taking it that if this is the shaking of the earth, where's the shaking of the heavens and the earth? Also wenn das jetzt die Erschütterung der Erde ist, wo ist dann die Erschütterung des Himmels und der Erde? Begin right here, Würde right? dann hier anfangen, richtig? And what's it marked with? Und womit wird das oder wodurch wird das markiert? Exceeding bright light, just the same like it's marked here, Durch right? ein überaus helles Licht, genau dasselbe wie es im kleineren Fraktal dann hier I markiert just ist. want to show you the same repeating patterns, right? Ich möchte euch einfach nur dieses sich wiederholende Muster zeigen, dass es immer dasselbe ist. So he says, Er sagt jetzt hier im Zitat, so he's talking about the second temple now, right? also es spricht jetzt hier über diesen zweiten Tempel. He says, I will shake all nations, and the desire of all nations shall come. And I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts. The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come. And unto him shall the gathering of the people be. What's it linking with it right there? Also was wird hier in diesem Zitat miteinander verknüpft? What's it linking the shaking of the nations where Christ comes to? Womit wird jetzt hier diese Erschütterung der Nationen, wo Christus dann kommen wird, verknüpft mit? Also womit wird das verknüpft? Also das Zepter zu erhalten. This here means that God's people receive the scepter and they won't be. Okay. It says, okay, so the other day when we went through with this, right? So, what, the wise men, where did they come from?
Woher kamen die weisen Männer? They came from the east, Sie right? kamen aus dem Osten, richtig? What were they following? Und was haben sie befolgt oder wonach sind sie gegangen? The star, right? Sie sind dem Stern entlang gegangen. Okay, and when we read these verses, it was about it was linked to this prophecy that they were following, right? Als wir das gelesen haben, das war ja im Zusammenhang mit dieser Weissagung, die sie befolgt haben. Okay, let me remind you, go to Revelation chapter 7. Lass uns das nochmal in Erinnerung rufen. Gehen wir dazu zu Offenbarung Kapitel 7. Verses 1 to 3. Offenbarung 7, Vers 1 bis 3. It says, and after these things I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor the sea, nor any tree. Where are we? Wo sind wir hier? Jetzt Vers 1 gelesen. Right, the Sunday law crisis, right? Wir sind hier beim Sonntagsgesetz. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of God in their forehead. Bis Vers 3. Who's telling them to do this? Wer sagt den Engeln, das zu tun? You're the angel that comes from the east, right? Also Christus ist der Engel, der aus dem Osten hier kommt. And this is this star that comes out of the east, Und right? das ist ja der Stern, der aus dem Osten aufsteigt. And it was marked at the time of the end, right? Und das war ja, wo der Stern aufkam, war ja die Zeit des Endes. Okay, so at the time of the end, this prophecy was being fulfilled. The scepter was being taken away and given to God's people, right? Zur Zeit des Endes hat sich diese Weissagung hier aus dem Zitat aus Genesis 49 erfüllt. Da wurde das Zepter weggenommen und dem Volk Gottes gegeben. So it's telling us that Also von den Juden weggenommen und zum wahren Volk Gottes gegeben. this right here, Revelation 18, is him giving them the scepter, right? Deswegen sagt uns hier, dass Offenbarung 18 beschreibt, wie sie jetzt das Zepter erhalten. Because he gives them the rod at the beginning and he gives them the rod at the end, Denn er right? gibt ihnen ja den Stab am Anfang und den Stab auch am Ende. Okay. So, anyway. So I want us to see that it's basically, and I don't fully grasp this point yet, but it's saying that this second house is going to be more glorious than this first house. Also ich verstehe zwar noch nicht die volle Implikation davon, aber es sagt uns hier, dass dieses zweite Haus herrlicher sein wird als hier dieses erste Haus. But I think that it's because, okay, let me go to Matthew 7 Gehen wir zu Matthäus 7 and let the Bible give us the clues. und lass uns die Bibel diese Hinweise geben. I mean, when Christ comes to the temple, it's also illustrating, right, when God's people come in this house here, right? So Yes. here we are not perfect, but here we are. So in this sense, we have more glory. Both folds come together there, so that temple becomes a part of that. Yes. Just go to verse 13. I don't disagree with what you're saying. But Gehen wir zu Matthäus 7, Vers 13. it says, enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth to life, and few there be that find it. Bis Vers 14. So what's it telling us? Was sagt uns das hier? How many is going to find their way into heaven out of this temple? Wie viele werden den Weg in den Himmel finden aus diesem Tempel hier? Few. Nur ein paar wenige. So there's about 18 million Adventists, and it's saying a few of them are going to find it, right? Also es gibt momentan ungefähr 18 Millionen Adventisten und es sagt uns hier, dass nur wenige von diesen 18 Millionen den Weg in den Himmel finden werden. Now, the same principle will be here, right? Und dasselbe Prinzip wird natürlich auch hier sein, unter dem zweiten Haus. But the difference is there's like 7 billion worldlings, right?
in comparison to 18 million Adventists. Heute right? der Unterschied ist ja, dass es über 7 Milliarden Weltmenschen gibt im Vergleich zu 18 Millionen Adventisten. So this few here is going to be much more than this few here, Also right? in absoluten Zahlen werden natürlich die wenigen hier aus der Welt viel, viel mehr sein als diese wenigen hier aus dem Adventismus. Okay, so why is this house going to be more glorious than this one? Deswegen, warum wird dieses Haus herrlicher sein als dieses hier? What does it say about the loud cry? Was sagt es über den lauten Ruf? It swells, right? Es schwillt an. What causes it to swell? Und was sorgt dafür, dass dieser laute Ruf anschwillt? The people that come in their ranks, right? Die ganzen Leute, die in die Reihen eintreten werden. So I think what the Lord has shown us that, for instance, go to Acts chapter 13. Gehen wir zum Beispiel jetzt zur Apostelgeschichte 13. I think it's Acts 13. Right? I keep forgetting this place, but maybe one day I'll remember it. Und ich glaube, es ist Apostelgeschichte 13. Das 46. Yes, that's correct, yes. Apostelgeschichte 13, Vers 46. It says, Then Paul and Barnabas waxed bold and said, It was necessary that the word of God should have been what? Also es war notwendig, dass das Wort Gottes was? First. First spoken to you, right? Zuerst zu euch gesprochen wurde, zu den Juden. It's the first temple, right? Das ist der erste Tempel. It says, necessary that the word of God should first have been spoken to you, but seeing as you put it from you, and judge yourselves unworthy of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles. Right? Richtig? So what is God's people doing right here? Also was tut Gottes Volk hier in dieser Zeit? They're saying, we don't want this man to reign over us, right? Sie werden dasselbe tun wie in dem Gleichnis, wo sie sagen, wir wollen nicht, dass dieser Mann über uns herrscht. And how are they doing that? Und wie machen sie das? Because Christ says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. Denn Christus sagt ja, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes hervorgeht. So when you take your buffy religion, the little bits that you like and the other bits that you don't like, you're saying, I don't want to live by every word of God. Also wenn du diese Buffet-Religion praktizierst, wo du ein paar Dinge nimmst, die dir gefallen und die anderen Dinge, die dir nicht gefallen, wegtust, dann sagst du letztendlich, ich möchte nicht, dass dieser Mann über mich regiert. Du lebst nicht nach I dem Wort understand Gottes. that the real glory is going to be for the faithful that come here. Und ich verstehe, dass diese wahre Herrlichkeit hier kommen wird für die ganzen Getreuen. Because who have despised the day of small things, Es right? steht hier geschrieben, wer hat die Tage geringer Anfänge verachtet? See, this people here prove, the few that come through, prove that they really trust in God by faith, right? Denn diese wenigen Adventisten hier, die hier durchkommen, die beweisen wirklich, dass sie Gott durch wirklich an Gottes Wort glauben und ihm And gehorchen. therefore they get this great privilege of going to the Gentiles, right? Und deswegen erhalten sie dann dieses große Vorrecht, hier zu den Heiden zu gehen. Where this glory is going to be manifested in a way like it's never been seen, right? Wo die Herrlichkeit manifestiert werden wird, wie es noch nie zuvor war. Everybody wants to go preach to the Gentiles, right? Jeder möchte gehen und zu den Heiden verkündigen, richtig? But the problem is with the church, they want to go preach to the Gentiles, but they don't want to go to the cross first. Aber das Problem ist, Gottes Volk möchte zu den Heiden verkündigen, aber sie wollen nicht zuerst ans Kreuz gehen. Right? Richtig? So, anyway, we are... I've got a lot more to say about this, but we're sort of out of time, so I won't go there today. Also es gibt noch einiges dazu zu sagen, aber wir sind jetzt mittlerweile mit unserer Zeit durch, deswegen werde ich heute da nichts mehr zu sagen. But I want us to try to understand the promise that's going to be given to this few that remain faithful in this time period to go to this great host of people that's waiting for this message to come. Aber ich möchte euch nur nochmal vor Augen führen, diese Verheißung, die diesen wenigen Treuen hier gegeben ist, um dann die Botschaft letztendlich hier zu dieser großen Menge an Leute zu bringen. Amen.
Amen. You'll see the correlation between them. Und wir können eigentlich alle den Zusammenhang da sehen. Okay, let's close with Lass uns mit dem Gebet abschließen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, thank you, Lord, for this new day of life danke Herr für diesen neuen Tag des Lebens and for this morning study. und für dieses Morgenstudium. I pray, Lord, that you be with us this day and bless it. Und ich möchte bitten, dass du mit uns bist über den Tag und ihn segnen mögest. And that you help us in the preparations for the Sabbath. Und dass du uns hilfst in unseren Vorbereitungen für den Sabbat. And that you also bless this Sabbath day. Und dass du auch diesen Sabbattag segnen mögest. I pray in the name of Jesus that you will be with us. Und ich bitte im Namen Jesu, dass du mit uns sein mögest.